Hallo, wie immer heiße ich Sie herzlich willkommen bei Brekina. Auch diese Woche haben wir wieder Neuheiten parat. Es ist, ja, ich muss zugeben, mein Lieblingsthema, historische Formel 1. Und es kamen neue Muster aus Fernost, Production Samples. Das heißt, genauso werden sie in der Serie erscheinen. Und ich bin so happy über die Muster, dass ich gleich gesagt habe, die müssen hierher, die würde ich Ihnen gern zeigen. So, es ist der Tyrrell 006. Das Fahrzeug, mit dem Jackie Stewart Weltmeister wurde, 1973. Sein letztes Jahr als Rennfahrer. Danach ist er zurückgetreten als dreifacher Weltmeister. Der Tyrrell war legendär. Zweite Tyrrell wurde von François Sévère gefahren, der im letzten Rennen im Watkins Glen leider tödlich verunglückt ist. Das war auch ein Grund für Jackie Stewart zurückzutreten. Und die blauen Tyrrell dominierten das Jahr 73. Wurde zwar nicht Konstrukteursweltmeister, sondern nur Fahrerweltmeister. Den Konstrukteursweltmeister wurde damals Lotus. Aber Ronnie Peterson und Emerson Fittipaldi nahmen sich gegenseitig so viele Punkte weg, dass eben Jackie Stewart auf dem Tyrrell Weltmeister wurde. Auch den Lotus habe ich für Sie da. Das ist nämlich das zweite neue Modell. In der berühmten schwarzen Lackierung mit den goldenen Emblemen von John Player Special, die berühmte britische Zigarettenmarke. Das Fahrzeug wurde 1972 Fahrerweltmeister mit Emerson Fittipaldi und 72 und 73 auch Konstrukteursweltmeister, wie eben erwähnt. In der Saison 72 ist das große Phänomen passiert, was, glaube ich, bis heute nie mehr wiederholt wurde. Mit diesem Fahrzeug wurde Emerson Fittipaldi Weltmeister. Und sein zweiter Fahrer, Walker, holte in dieser Saison mit dem gleichen Fahrzeug 0 Punkte. Das heißt, eine so große Diskrepanz zwischen zwei Fahrern hat es bis heute nicht mehr gegeben. Bisher hat der zweite Fahrer zwar nicht immer überzeugt, aber oft auch oder meist oder immer Punkte geholt, ab und zu auch mal einen Sieg. Aber wie gesagt, der zweite Fahrer, Walker, blieb komplett ohne Punkte in der Saison. Nichtsdestotrotz ist der Erfolg von Emerson Fittipaldi umso höher einzuschätzen. Den gleichen Lotus 72 kennen Sie wahrscheinlich auch in der zweiten Lackierung. Das ist die rot-weiße goldene Lackierung. Stellt hier das Fahrzeug dar, mit dem Jochen Rindt 1970 Weltmeister wurde. Auch er leider tödlich verunglückt. Er ist der einzige Fahrer bis heute, der posthum zum Weltmeister erklärt wurde. Das heißt, bei seinem Tod beim Grand Prix, Training zum Grand Prix in Monza, hatte er schon so einen großen Vorsprung in der WM-Wertung, dass er nicht mehr eingeholt werden konnte und später nach seinem Tod zum Weltmeister erklärt wurde. Das war ein Grund für uns für den Lotus 72 zu entscheiden, weil es ihn eben in zwei grundsätzlich verschiedenen Lackierungen gegeben hat. Sie sehen auch, der Heckspoiler ist leicht anders. Auch hier haben wir darauf geachtet, dass die Unterschiede beider Fahrzeuge, der ist ein bisschen tiefer und flacher, der ist ein bisschen kürzer und höher, dass diese Unterschiede herausgearbeitet wurden, auch im Maßstab 87, wo das sehr, sehr schwierig ist. Aber wir wollten hier einfach eine perfekte Linie hinbekommen. So, dann lasst mich zusammenfassen. Hier haben wir den Weltmeister 1970, Weltmeister 71, Vorgänger Tyrrell haben wir noch nicht, aber den Weltmeister 72 haben wir hier, den Weltmeister 73 haben wir dann, wenn die Modelle ausgeliefert werden. Wir haben McLaren M23, auch in der Version von Emerson Fittipaldi, mit dem er 1974 Weltmeister wurde. Wir haben den Ferrari 312
von Niki Lauda in der Version, mit der er 75 Weltmeister wurde. Wir haben dann das Fahrzeug, wieder war es der McLaren M23, mit dem James Hunt Weltmeister wurde, 76. Und aus dem Jahr 77 haben wir unser altbekanntes Set mit Carlos Reutemann und Niki Lauda mit dem Renntransporter dazu und die begeisterten Tifosi, die den Weltmeistertitel 77 feierten. Ja, mit der Ausnahme von 71 kann man mit Brekina-Modellen, wenn die Lotus und Tyrrell zum November, Dezember ausgeliefert werden, kann man die Weltmeister von 1970 bis 77 darstellen. Wie gesagt, 71 ist die Ausnahme. Aber wir arbeiten daran, auch die Lücke noch zu schließen. Wir werden hier bestimmt weitermachen. Ich bin völlig happy mit dem Ergebnis, was wir hier zeigen können. Es ist eine geniale Qualität in 1:87, eine Detailtreue, eine Filigranität bis zu den Felgen, den entsprechenden, alles ist vorbildgetreu. Begeistert mich unheimlich das Thema und würde mich freuen, wenn Sie das genauso sehen, wenn Sie sich genauso von dem Thema historischer Motorsport in den 70er Jahren anstecken lassen. Und ich verspreche Ihnen, wir geben uns hier alle Mühe, diese Baureihe auszubauen. Und lassen wir es auch einfach jetzt setzen. Mit diesen Bildern hier von den Formel-1-Fahrzeugen möchte ich mich verabschieden. Eine schöne Zeit. Bis nächste Woche.